und willkommen zu einer neuen Folge von #Bulle und Bär. Heute sind wir in der Frankfurter Innenstadt und möchten wir uns mit dem Thema Aktien beschäftigen. Genau, Carolina. Und zwar, wir sind auf die Straße gegangen und haben einfach mal gefragt, wissen Sie denn, was eine Aktie ist? Haben Sie schon mal selbst Aktien gekauft? Und vor allem, wissen Sie dann eigentlich, wie der Handel mit Aktien denn vonstatten geht? Dann schauen wir doch mal nach. Bei dem Thema Wertpapieren, weißt du denn auch, was eine Aktie ist? Eine Aktie ist eigentlich ein Teil von einem Unternehmen, was man kauft. Wenn ich nicht ganz falsch liege, eine Wertanlage. Was das genau unterm Strich ist, weiß ich auch nicht. Es bringt halt Geld, wenn man es richtig macht. Fällt mir ein, dass ich, wann war das, wo die Nemax-Hysterie war 2000, ordentlich Gewinn gemacht habe, wieder alles verloren habe und seitdem keine Aktie mehr anrühre. Wie lange haben Sie diese Aktien behalten? Teilweise nur einen Tag. Morgens gekauft, abends verkauft. Ja, habe ich vor knapp einem Jahr schon mal. Habe mich ehrlich gesagt noch nie dafür interessiert und ich denke, es fehlt auch vielleicht am nötigen Kleingeld. Nein, wir sind gerade am Überlegen, welche zu kaufen, aber nein. Wie haben Sie sich informiert, um diese Aktie zu kaufen? Da habe ich einen Bekannten von mir gefragt, der war früher mal bei der Bank tätig und der hat gesagt, ist an und für sich ganz einfach, brauchst halt ein extra Konto. Damit meldest du dich bei dieser Bank an, die verkauft Aktien, kauft Aktien und da kannst du dann eben halt in die einzelnen Aktien investieren. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ich habe kein weitere Info dazu. Ja, da kann man sich bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Aber ob das jetzt an der Uni ist oder ob sich jeder damit selbst beschäftigen muss, das muss halt dann noch mal drüber nachgedacht werden, ja. Ja, ich denke auch in Deutschland ist die Aktienkultur doch deutlich unterdurchschnittlich, wenn man das vor allem mit Amerika vergleicht, ist der Aktienbesitz ja doch recht gering. Wir befinden uns nun zurück im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse. Unser Experte heute ist Christian Schlegel. Er ist Börsenanalyst und auch noch Trainer der Capital Markets Academy. Guten Tag. Hallo Svenja, hallo Carolina. Christian, was ist denn nun eine Aktie? Aktien kennen wir schon ziemlich lange. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, 1606, wurde eine Firma gegründet, die Vereinigte Ostindische Kompanie. Das war in Holland. Das ist so der Beginn des Aktiengeschäftes. Per Definition ist ein Aktionär beteiligt an dem Produktivkapital von der Aktiengesellschaft. Gebäude, Maschinen oder Patente, um nur 3 zu nennen. Der Aktionär, so nennt man den Inhaber einer Aktie, hat aber auch Rechte. Zum Beispiel das Recht, auf die jährliche Hauptversammlung zu gehen. Auf der Hauptversammlung treffen sich der Aufsichtsrat, der Vorstand und die Aktionäre, besprechen das vergangene Jahr und reden über die zukünftigen Pläne. Außerdem wird bei der Hauptversammlung auch beschlossen, wie hoch die Dividende sein wird. Auch da hat der Aktionär ein Mitspracherecht. In diesem Jahr wurden an Dividenden über 50 Milliarden ausgeschüttet an Aktionäre. Christian, wie viele Aktien werden hier in Frankfurt an der Börse gehandelt? Hier in Frankfurt werden ca. 10.300 Aktien gehandelt. Nationale und internationale, größere und kleinere Firmen. Die meisten unserer Befragten konnten nicht genau sagen, wie Aktien gehandelt werden. Kannst du uns dies bitte erläutern? Natürlich. Wenn ich mich für eine Aktie interessiere und mich einer Aktie widmen will, um sie zu kaufen, gehe ich zu meiner Bank, spreche mit meinem Anlageberater, eröffne ein Depot, gebe eine Wertpapierorder. Die Bank übernimmt diese Order und leitet sie weiter, zum Beispiel hier nach Frankfurt oder einen anderen Börsenplatz. Dort wird die Aktie gekauft und von der Bank eingebucht in das Depot von dem dann Aktionär oder stolzer Besitzer einer Aktie. Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um unsere Fragen zu beantworten. Sehr gerne. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr wisst nun mehr zu dem Thema Aktie. Für Vorschläge und Anmerkungen könnt ihr auch unsere Hashtags Bulle und Bär und Aktie benutzen. Und wie immer empfehlen wir euch auch mal auf der Seite Digitales Lernen von der Capital Markets Academy der Deutsche Börse AG vorbeizuschauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um den Finanzmarkt und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann!